Nächstes Topspiel in der Liga nach dem Spiel gegen Dortmund und nach dem Sieg gegen Dortmund. Heute Leverkusen. 7. Spieltag, die sind Dritter. Haben auch eine schlagfertige Truppe nach wie vor. Wirtz und Güler, um Nummer 2 zu nennen. Ja, es wird der nächste Gradmesser. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor unserem nächsten Champions League Spiel gegen Real Sociedad hoffe ich, dass wir das Spiel hier heute gewinnen. War ein kleiner Wortwitz am Rande. Und los geht's. Vorne mit Victor Boniface. Dreierkette müssten sie, glaube ich, spielen. Und ich vermute, dass sie so ähnlich wie Dortmund vorne drauf gehen ins Pressing. Zielstrebig nach vorne. Aber irgendwo werden sie halt auch Lücken haben und Lücken lassen. Für uns. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall Platz 3 gegen Platz 1. Ist wieder Spitzenspiel. Ich hoffe, es steckt Spitzenspiel drin. Leverkusen sind zum ersten Mal vorne. Boniface. Demetrio kommt nicht ran. Achtung, Boniface. Santos muss dahin. Und hat er. Sehr gut. Gut gemacht. Auch wichtig für ihn, so Aktionen zu haben, solche Bälle dann auch zu halten. Und die erste Chance vielleicht für uns. Usun hat zu viel Platz. Ekitike. Ja, wäre abseits gewesen. Schade. Aber Idee war gut. Jetzt kommt Leverkusen über Onyeka. Boniface. Oedegaard läuft, glaube ich, durch. Jetzt muss er es alleine machen. Demetrio, da kommt Rega mit hinzu. Nee, Brown ist es. Achtung, Boniface zum ersten, zum zweiten. Schießt das Außennetz kaputt. Ja, die erste Chance auch. Leverkusen gefährlich, so wie sie spielen. Mit einer Dreierkette ist auch schwer zu verteidigen. Ihr seht, die haben auch die Formation, die ich eigentlich spielen wollte. Auch da sind viele Lücken, aber die Formation ist halt auch nicht so schlecht. Fofana guckt, wenn man sie so spielt wie die Leverkusen. Vorne drauf gehen. Defensiv wirken sie richtig stabil bislang. Und nach vorne geht es halt auch schnell und zielstrebig. Über Güler. Da kannst du nicht viel machen. Ey, die Haken, die der schlägt, kann ich gar nicht machen mit meinen Spielern. Das geht gar nicht. Das ist mir nicht möglich. Güler, nächste Chance. Aber irgendwann müssen wir halt auch hier rein. In die Zweikämpfe rein. Fofana schafft es leider nicht. Und Santos kratzt den noch aus der Ecke. Also auch in dem Spiel ist der Gegner bislang besser. Leverkusen spielt sich mehr Chancen raus. Zielstrebiger. Und defensiv einfach momentan oder vorne nicht zu stoppen. Nicht zu verteidigen. Jetzt aber. Koch ist da. Koopmeiners. Nein, kriegen wir nicht weg. Onyeka und Boniface. Achtung! Boniface! Und da ist es passiert. Das hatte sich leider angedeutet, auch wie gegen Dortmund wieder. Wir kriegen den Ball hinten nicht raus, nicht geklärt. Wir haben ihn gewonnen. Dann der leichte Fehlpass diesmal, glaube ich, von Koopmeiners. Und dann, ja, Spekulation aufs lange Eck. Aber Boniface schweißt ihn dann ins Kurze. Hier, da ist der Ballverlust. Da hätten wir ihn früher geklärt bekommen müssen. Und dann gute Übersicht. Und dann das Tor. Aber egal, weiter geht's. Wir lassen uns davon gar nicht unterkriegen. Wir haben nämlich auch Chancen. Wir haben auch Spieler, die sich Chancen rausspielen können. Ekitike zum Beispiel. Die erste Chance für uns. Und gleich eine richtig gute. Und in den Flow müssen wir jetzt wieder reinkommen. Wir müssen jetzt die Spielkontrolle bekommen. Und dann kommen wir auch zu unseren Chancen. Und vielleicht auch zum Ausgleich. Usun mit der nächsten Chance. Guter Laufweg. Gut sich fallen gelassen. Von alleine. Und das war gefährlich. Aber Leverkusen, gerade mit Oedegaard, gerade mit Wirtz und auch mit Güler, die machen einfach so schnelle und enge Bewegungen. Da hast du gar keine Chance, irgendwas zu machen. Da kannst du halt wieder nur beten und hoffen. Aber wir haben auch eine gewisse Qualität. Wir haben auch Geschwindigkeit. Adingra, Usun sowieso. Der kann Adingra schicken. Schön gemacht. Und jetzt wieder Usun. Wieder Usun. Ekitike lässt er sich fallen. Nein, nicht verstecken. Muss er entgegenkommen. Da hatte ich eigentlich darauf gehofft, dass er entgegenkommt. Dann hätte er den Ball bekommen können. So, Leverkusen kommt über Onyeka. Hofmann über außen. Mitte zumachen, Mitte dicht kriegen. Ada Güler. Den kriegen wir nicht gestoppt bislang. Aber wir kriegen es immer gut hinten rausgespielt. Merkwürdigerweise, das funktioniert eigentlich immer. Fast immer. Ansonsten kommen die Gegner halt zum Erfolgserlebnis. Usun. Jetzt Ekitike. Jetzt muss er durchlaufen. Jetzt kriegt er den Ball. Schön mitgenommen. Ekitike und Kanisici.
Guter Keeper. Weiß ich selber. Hatten wir selber bei uns in der Truppe. Aber Chancen sind da. Das ist gut. Aber Leverkusen ist auch schon wieder vorne. Die halten sich gar nicht lange hinten auf. Und dann diese schnellen Bewegungen hin und her. Da brauchen wir dann auch etwas Glück. Onyeka, wieder Boniface. Das ist nicht zu verteidigen. Und den schweißt er wieder unter die Latte. Und wieder der 2-0 Rückstand, wie gegen Dortmund. Und du kannst auch wieder nichts machen. Der geht wahrscheinlich wieder durch das linke Bein durch, so wie es gerade aussah. Weil gesund war das, glaube ich, nicht. Gucken wir nochmal drauf in der Wiederholung. Hier sehen wir das, Boniface. Ja, also wie gesagt, dass er den da so oben reinschweißt, bei allem Respekt. 2-0. Schade, auf der einen Seite Ekitike mit der Chance zum Ausgleich, auf der anderen Boniface mit dem 2-0. Aber es ist ja noch nicht Halbzeit. Vielleicht kommen wir wie gegen Dortmund noch kurz vor der Pause zum Anschluss. Wäre ganz gut. Ekitike, Usun lässt sich fallen, macht er gut. Und jetzt im 1 gegen 1. Usun allein gegen alle. Und dann knapp am Tor vorbei. Der hätte reingemusst. Schade. Kanisici war geschlagen. Und dann fehlt wahrscheinlich ein guter Meter. Vielleicht ist das jetzt mal eine Chance fürs 4-2-2-2 in der zweiten Halbzeit mit Usun, mit Listesch und mit Duro vorne. Jetzt haben wir aber erst nochmal die Defensive. Wieder Boniface, der wird doch wohl nicht zum dritten. Nächste Chance Leverkusen über Wirtz. Der ist bislang ein bisschen blass geblieben, Gott sei Dank, aber wäre schlimm, wenn der jetzt auch noch auf Hochtouren kommt und fährt. Aber wir sind halt auch noch nicht raus aus der ersten Halbzeit hier. Herr Usun musste unten auf Fofana, weil Ekitike war im Abseits. Den kriegt er nochmal. Usun, schöne, enge Ballführung. Und jetzt ist er drin. Und auch hier wieder wichtig, kurz vor der Pause noch zum Anschlusstreffer zu kommen. Ja, und Usun ist halt Usun in der Saison, ne? Leitet seinen Treffer selber mit ein. Gute Ballkontrolle gegen Nathan Ake. Und dann rein. Auch der unter die Latte. Richtig schöner Schuss, schöner Abschluss und dann wichtig, dass wir kurz vor der Pause hier nochmal zum Anschlusstreffer kommen. Aber wir müssen halt defensiv das irgendwie hinkriegen, ein bisschen besser zu spekulieren, weil anders kriegst du es nicht verteidigt. Momentan Leverkusen. Das ist echt sehr, sehr schlimm. Ja, beide 5 Schüsse, Leverkusen halt effizienter vorm Tor. Heißt aber auch, wir sind gut mit drin und wir sind noch nicht raus aus dem Spiel. Also Remis ist drin. Wir können sogar das Spiel noch drehen, aber da muss wirklich auch viel noch dazu kommen. Also wir müssen Boniface verteidigt kriegen. Ja, Onyeka, Güler, das kriegen wir momentan ganz gut hin. Aber ihr seht, Leverkusen, die können auch schnell und direkt. Onyeka. Nächste Chance, Dimitriou ist da, kommt aber nicht ran und Santos auch nicht. Und es ist Arda Güler. Diesmal sind es die anderen, die nach der Pause gut rauskommen. Und auch das ist halt zu verteidigen. Wenn du halt zu viel Fehler machst und in jedem Spiel 4 Tore schießt, halt auch nicht immer. Da starten wir eigentlich gut. Ja, Dimitriou war eigentlich da und dann geht der Ball irgendwie durch seine Beine oder noch an ihm vorbei, bevor er die Beine aufbekommt. Ja, auch der ist offenbar nicht zu halten gewesen. Arda Güler, 3-1. Da ist die Hoffnung jetzt erstmal wieder dahin, aber egal. Wir spielen weiter, wir haben noch so viel Zeit und wir haben die Spieler dazu. Usun und Ekitike unten. Ekitike. Und Kanisici und Eckball. Machen wir mit Usun, vom Tor wieder weggezogen. Wäre jetzt wichtig, wir bräuchten den schnellen Anschlusstreffer, aber da ist keiner. Die standen hinten alle am zweiten Pfosten. Und jetzt die Chance umzuschalten für Leverkusen. Onyeka. Da sind wir dazwischen, aber zu viel Fehler. Wieder zu leichter Ballverlust. Dimitriou kommt nicht ran. Fofana auch nicht. Also wir sind bislang leider immer einen Schritt zu langsam. Das geht heute für uns leider alles ein bisschen zu schnell. Boniface, nächste Chance. Achtung. Onyeka, Güler, Wirtz. Wir kriegen es nicht geklärt. Wir kriegen das nicht geklärt. Dimitriou kommt auch da nicht ran. Pfosten. Jetzt haben wir sogar noch Glück. Aber das Witzige ist, wir sind ja auch noch nicht aus dem Spiel raus. Also wir sind ja immer noch drin. Wenn wir hier das 3-2 machen, ist auch noch immer eine halbe Stunde gut zu spielen. Aber
Das ist heute einfach zu dominant von Leverkusen. Leider, leider, leider. Schätze ich, wird es heute die erste Niederlage in der Saison geben. Wird es da, Boniface. Und das war's. Das wird heute nix. 4-1 Leverkusen. Wir kriegen heute eine richtige Abreibung. Also wenn dann richtig. Wenn wir die erste Niederlage bekommen, dann aber auch mit vielen Gegentoren. Und es ist halt nicht zu verteidigen. Du kannst noch so gut stehen, du kannst die Zweikämpfe gewinnen, die Leverkusener setzen immer wieder nochmal nach. Es ist heute nichts zu machen. Da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Klar, die einfachen Ballverluste schon. Boniface mit seinem 3. Tor. Aber es ist nicht zu machen. Die Leverkusener sind heute gefühlt ein Mann mehr auf dem Platz. Zumindest vorne in der Offensive habe ich das Gefühl. Ja, und auch da, die gewinnen halt hinten die Zweikämpfe, die wir sonst eigentlich gewinnen müssten hinten. Und wieder Boniface. Dimitriou ist dazwischen, sehr gut. Das meine ich halt. Diese Fehlpässe, da können wir schon was für. Diese einfachen Ballverluste, aber ansonsten kannst du der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen. Jetzt kommt auch noch Yilmaz rein. Also wenn das der von Juve ist, dann haben die ja echt so eine hohe Qualität, das ist Wahnsinn. Aber haben wir auch. Ekitike ist nicht im Abseits. Wenn jetzt das 4-2 fällt, Ekitike! 4-2. Und es sind noch knapp 25 Minuten zu spielen. Wenn er mal den Ball mitnehmen würde, okay, hat er offensichtlich nicht so viel Interesse dran. Wir sind noch da. Also das Spiel ist noch nicht entschieden. Noch ein schnelles 4-3 jetzt in den nächsten 10 Minuten. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich, aber schauen wir mal, was das Spiel noch mit sich bringt. Also auf jeden Fall wieder viel Spektakel, viel Trubel, viele Tore. Achtung, Boniface ist wieder da. Jetzt müssen wir mal einen Zweikampf gewinnen. Und das machen wir auch. Und es geht wieder nach vorne. Über Usun, über Adingra unten gegen Hincapié. Ne, gegen Willi Orban. Ekitike läuft wieder ein. Da ist er. Gegen Ake. Es ist jetzt niemand da im Hintergrund. Doch, da kommt Fofana und auch Usun. Und Leverkusen wieder. Achtung, über Boniface. Und Dimitriou. Jetzt gewinnen wir auch die Zweikämpfe mal. Und verlieren sie auch wieder. Wahnsinn, es ist jetzt ein Hin und Her hier. Es ist ein Spiel auf Messerschneide. Es kann jetzt 5-2 enden. Es kann noch 4-3 gleich stehen. Ich glaube eher, dass es gleich 5-2 steht. Dimitriou, oh, den muss er gewinnen. Hat er gewonnen und dann kriegen wir Abseits. Abseits, Abseits. Diesmal nicht. Diesmal zählt es Gott sei Dank nicht. Aber wir müssen den Ball einfach hinten raus verteidigt kriegen. Aber haben wir gerade wieder nicht hinbekommen. Nächste Chance, Usun. Wir suchen auch immer wieder die Wege nach vorne. Wir sind nämlich noch nicht raus. Wir sind noch nicht geschlagen. Usun. Allein gegen alle. Da kommt keiner hinterher. Usun. Das braucht zu lang. Braucht zu lang. Entweder der Abschluss oder der Ball früher zu Ekitike. Leider beides die falsche Entscheidung. Leverkusen kommt. Hofmeiners dazwischen. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist nicht schön. Wieder der Fehlpass. Das sind zu viele heute. Das sind leider heute zu viele Fehlpässe. Wir gewinnen auch nach wie vor trotzdem viele Zweikämpfe. Aber ja, am Ende des Tages wird uns das wahrscheinlich das Genick brechen. Sportlich natürlich gesehen. Aber mal gucken, wir sind noch nicht raus. Usun, wenn er jetzt das 4-3 macht. Und er macht's. Wir sind noch da. 4-3. 7 Minuten vor Schluss mit Nachspielzeit. Das reicht, um noch ein Tor zu schießen, auf jeden Fall. Was macht ihr hier mit uns, ey? Und auch wieder schön gespielt. Abgelegt, Ekitike, Usun. Diesmal bleibt er eiskalt. Und wenn wir jetzt 1-2 Fehler weniger gemacht hätten, dann hätten wir das Spiel auch wieder erfolgreich gestalten können. So, was bringt das Spiel noch mit sich? 5 Minuten mit Nachspielzeit. Natürlich müssen wir jetzt riskieren. Wir werden hinten Lücken haben. Leverkusen wird wahrscheinlich nochmal eine Lücke finden. Und dann das 5-3 machen. Oder wir gewinnen jetzt nochmal den Ball. Oh, Dimitriou braucht zu lang, hat den. Sehr, sehr gut. Wichtig und richtig, diesen Ball zu gewinnen. So, und jetzt nach vorne. Fofana. Usun, oben Fofana. Und Brown muss mitkommen. Der muss hinterlaufen. Kriegt er den Ball? Er kriegt ihn. Brown. Ekitike in der Mitte. Da ist er. Muss er ablegen. Usun nochmal. Nee, kommt nicht ran. Diesmal zu kompliziert. Das wird eventuell die letzte Chance gewesen sein. Und jetzt der Durchbruch über Sané. Der wird es jetzt wahrscheinlich zu Ende bringen. Oh, Fofana, warum geht er nicht hin?
Warum geht er denn da nicht hin? Boniface, Sané, Boniface, die spielen uns jetzt hier schwindelig. Spielen Katz und Maus mit uns. Und dann ist es vorbei. Den Kampf haben wir leider verloren. 5-3 für Leverkusen. Wir haben alles probiert. Wir haben nochmal alles in die Waagschale geworfen. Aber am Ende des Tages zu viele Fehler gemacht. Ja, gerade die Tore 2, 3 und 4. Oder beziehungsweise 3 und 4, die sind einfach zu leicht gefallen. Und dann verlierst du am Ende das Spiel. Mit Außenriss. Schön gemacht. Nochmal zum Abschluss. Und ich glaube, Wirtz war es oder Güler. Ne, Wirtz war es am Ende. Also auch hier ein wildes Spiel. Spektakulär, Spitzenspiel. Und es endet mit unserer ersten Niederlage. 3 Tore zwar geschossen, aber hinten einfach zu schlecht verteidigt. Spieler des Tages Victor Boniface. Aber das wirft uns nicht aus der Bahn. Es war klar, dass das irgendwann soweit sein wird. Jetzt ist es halt leider heute passiert. Aber auch das werden wir ganz schnell abgeschüttelt kriegen und dann auch die nächsten Spiele wieder erfolgreich gestalten. Ja, heute wurden halt unsere Fehler echt eiskalt bestraft. Oh, Münster spielt unentschieden. Sehr schön. Dortmund verliert, glaube ich. Bayern gewinnt. Und du kannst halt nicht immer 4 Tore schießen und gewinnen. Also ich habe auch wieder 3 geschossen, aber ihr seht, wenn wir hinten halt den Laden zu offen haben und manche Situationen kannst du einfach nicht verteidigen. Wenn die sich da 2-3 Mal direkt den Ball hin und her spielen, so schnell kannst du gar nicht den Spieler wechseln. Also, da muss man auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das war, ja, dann halt auch nicht gut verteidigt. Egal. Nächstes Spiel, Champions League, anderer Wettbewerb, Heimspiel, Real Sociedad. Die haben auch nicht so schlechte Zocker vorne. Ryan Brobbey, dann Timber als Abräumer, genauso wie Amsterdam, spielen sie mit dem 4-3-3. Mit einem 6er, 2 Achtern, Becker, Sadik. Ist das Umar Sadik? Bisek als Innenverteidiger. Also mit Umar Sadik habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Haben die letzten beiden Spiele verloren, zumindest in der Champions League. Also, anderer Wettbewerb. Die Niederlage gegen Leverkusen werden wir uns dann hoffentlich rausspielen. Und dann werden wir auch wieder, ja, Siege einfahren. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.